Dieser San Sebastian Cheesecake ist vielleicht der beste Cheesecake, den ich je gebacken habe. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Der sieht aus, als hätte ich ihn im Ofen vergessen. Aber genau so muss der sein. Außen schön verbrannt und innen so cremig, dass man das Gefühl hat, man würde einen Pudding löffeln. Und das Beste ist, der San Sebastian Cheesecake ist vielleicht der einfachste Cheesecake der Welt. Kein Boden, kein Wasserbad. Einfach alle Zutaten in einer Schüssel zusammenrühren und dann müssen wir ihn nur noch verbrennen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit den Zutaten. Die sollten temperiert sein. Es reicht allerdings völlig aus, wenn ihr die ungefähr 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank legt. Eier braucht ihr eigentlich sowieso nicht im Kühlschrank lagern. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, im Supermarkt liegen sie nie im Kühlregal. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Schüssel und einen Schneebesen. Ich habe verschiedenste Varianten ausprobiert und ich finde, hiermit funktioniert es tatsächlich am besten, am einfachsten. Denn unser Ziel ist es, so wenig wie Luft wie möglich in den Teig zu schlagen. Denn ansonsten souffliert der. Das heißt, je mehr Luft ich hier drin habe, umso mehr geht der auf. Und genau das wollen wir bei diesem Käsekuchen einfach vermeiden. Frischkäse habe ich hier in dem Fall Philadelphia genommen, Doppelrahmstufe. Ihr könnt natürlich auch einen anderen nehmen. Wichtig nur Doppelrahmstufe, keine Light-Version. Und ungesalzen sollte er auch sein. Den gebe ich jetzt als erstes mal in meine Schüssel. Das hier ist übrigens 1 Kilogramm Frischkäse. Das genaue Rezept steht aber auch in der Beschreibung. Dazu gehen 300 Gramm Zucker, die gute Prise Salz. So, dann kann ich auch direkt schon mein Vanillearoma dazugeben. 2 wirklich großzügige Esslöffel habe ich hier. Das ist eine Vanillepaste, kein Vanillearoma. Da ist wirklich Vanille drin. So, dann gleich ein bisschen Zitronenabrieb. Und jetzt rühre ich das erstmal glatt. Das war eigentlich auch schon der schwerste Teil. Jetzt kommen die Eier, die können wir ein bisschen verrühren. Und dann könnt ihr die alle auf einmal direkt reingeben. Ihr braucht hier nicht eins nach dem anderen einrühren. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Ist kein Rührteig. So, und das war's schon fast. Jetzt habe ich hier noch Speisestärke, 30 Gramm und Sahne, 600 Gramm. Da nehme ich jetzt auch wieder den Schneebesen und statt die Stärke jetzt reinzusieben in den Kuchen, rühre ich mir die vorher an. Dann habe ich nämlich keine Klümpchen drin und es verteilt sich einfach viel, viel besser. So, dann geben wir auch die Sahne dazu. Und wie man sieht, bekommen wir jetzt hier einen richtig dünnen Teig. So, dann noch unsere angerührte Stärke mit rein. Das sorgt nachher mit für die Cremigkeit auch. Und zu guter Letzt geben wir noch etwas Zitronensaft dazu. Das ist wichtig, dass die Süße ein wenig ausbalanciert wird. Dann können wir ihn jetzt schon mal auf die Arbeitsfläche stoßen, damit eventuelle Luftbläschen rausgehen. Unsere Masse ist fertig und weiter geht es mit der Backform. Ich habe hier eine 24 cm Durchmesserform und genau darauf habe ich das Rezept auch abgestimmt, denn der Kuchen braucht einfach eine gewisse Höhe, damit er außen schön verbrannt ist und innen noch weich. Deswegen, wenn ihr den in einer größeren Form machen wollt, müsst ihr unter Umständen das Rezept ein bisschen anpassen. So, darauf gebe ich zuerst mal ein Backpapier. Einfach das Ding wieder drauf. So, und schon haben wir den Boden eingeschlagen. Ich schneide das dann gerne immer noch ein bisschen ab, weil mich das so ein bisschen nervt, wenn das so überhängt. Die Seite von der Backform, die fette ich mir einfach mit ein bisschen Butter aus. Dafür nehme ich ein Küchenpapier, das funktioniert wunderbar. Von Trennsprays halte ich persönlich nicht wirklich viel. Und die Butter hilft uns, dass nachher das Backpapier dran klebt. Für die Seiten falten und schneiden wir uns ein Backpapier zurecht. Ihr müsst daraus keine Origami-Orgie machen. Wichtig ist nur, dass es ungefähr 2 bis 3 cm übersteht. Und besonders schnell schneidet ihr das mit dem super scharfen Messer der Firma Heiso. Da gibt es jetzt auch noch einen Gravurservice und mit dem Code Thomas10 bekommt ihr jetzt sogar noch 10% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. So, die Form legen wir dann damit aus. Und hier sieht man, das klebt wunderbar mit der Butter daran. Da, wo die nachher gleich überlappen, reiben wir auch noch ein bisschen Butter drauf. Und schon ist das perfekt vorbereitet.
Jetzt müssen wir die Masse nur noch einfüllen. Und dann könnt ihr sie noch ein paar Mal vorsichtig aufklopfen, damit eventuelle Luftbläschen auch noch verschwinden. Der Backofen sollte an der Stelle jetzt vorgeheizt sein, 240 Grad Ober-Unterhitze. Wichtig ist, dass er wirklich heiß ist, denn wir wollen den Kuchen bei hoher Temperatur backen, sodass er außen schön karamellisiert und dunkel wird, verbrennt. Und innen soll er aber noch schön weich und cremig sein. Und das erreichen wir durch hohe Hitze und relativ kurze Backzeit. So, den machen wir jetzt rein für ungefähr eine halbe Stunde. So, und bevor wir diesen Kuchen jetzt ordentlich verbrennen, einmal hier unten noch auf Abonnieren klicken, ist völlig kostenlos und dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Wichtig ist, dass ihr den Kuchen jetzt im Auge behaltet, denn das Schwierigste ist, die Backzeit wirklich auf den Punkt zu bekommen, denn jeder Ofen backt ein bisschen anders und deswegen immer mal reinschauen. Aber die gute Nachricht ist, egal was dabei rauskommt, es wird auf jeden Fall gut schmecken. Auch wenn er ein bisschen zu lange gebacken ist, es wird auf jeden Fall was Leckeres dabei rauskommen. Wichtig ist wirklich nur, dass ihr einfach mal ein bisschen reinschaut und eventuell, wenn ihr merkt, nach 20 Minuten fängt die Bräunung meist an. Und wenn ihr aber merkt, da ist noch gar nichts, dann dreht entweder die Temperatur noch ein bisschen hoch oder wenn ihr merkt, nach 20 Minuten, der ist vielleicht schon viel zu dunkel, dann dreht die Temperatur runter. Aber die Backzeit von einer halben Stunde plus, minus ungefähr solltet ihr etwa beibehalten. Es kann 1-2 Minuten mehr oder weniger sein, aber wichtig ist natürlich auch, dass der Kuchen innen drin nicht komplett roh ist. So, 30 Minuten war er im Ofen und sieht perfekt aus. Dass ihr den richtigen Punkt erwischt habt, merkt ihr daran, wenn ihr ihn hin und her schüttelt, dass er so ein bisschen wabbelig ist noch. Ich packe den jetzt gleich hier auf ein Gitter, dass der auch von unten ein bisschen besser abkühlt. Und jetzt heißt es ein bisschen Geduld haben, mindestens 2 Stunden, besser 4, noch besser über Nacht stehen lassen. Bei Zimmertemperatur überhaupt kein Problem, das macht dem Kuchen gar nichts. So, 2 Stunden sind rum und das ist wirklich die absolute Minimumzeit. Ich würde euch raten, habt ein bisschen mehr Geduld. Das war leider nie meine Stärke. So, aber ich will jetzt einfach wissen, wie der aussieht. Und deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Ich bin sehr nervös. Das ist jetzt nämlich schon der 3. Kuchen, den ich backe. Und ich will hier den perfekten Kuchen zaubern. Und ich glaube, diesmal ist es mir gelungen. Man sagt ja nicht umsonst, aller guten Dinge sind 3. Also ich würde sagen, optisch ist er auf jeden Fall schon mal top. Jetzt kommt es auf die inneren Werte noch an. Ich versuche den jetzt noch zu stürzen, dann kann ich ihn nämlich besser schneiden. Und ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Doppeltes Papier lasse ich einfach dran. Also das ging auf jeden Fall schon mal gut. So Leute, ich bin so nervös, aber das Gefühl, wie der sich schneidet, ist schon sehr gut. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen hier. Jetzt habe ich mir sogar extra so eine Kuchending gekauft. So, schaut euch das an. Ist das nicht herrlich? Genau so soll er aussehen. Wunderbar, absolut perfekt. Mehr geht nicht. Schaut euch das an. Genau so muss das sein. Wow, das ist wirklich so was von lecker. Unglaublich. Und jetzt mit dem oberen verbrannten. Also das ist jetzt mit Abstand der beste Käsekuchen, den ich jemals gebacken habe. Richtig gut. Und wenn ihr dem jetzt noch die Zeit gibt, sich über Nacht zu setzen, dann wird das sogar noch besser sein. So, das war's für heute. Backt ihn unbedingt nach und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, wie er euch gelungen ist. Und dann sage ich Tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Daumen hoch natürlich nicht vergessen.